Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Deutschland-Podcasts. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute sprechen wir über ein sehr alltägliches Thema, Kleidung. Genau. In dieser Folge lernst du, wie du auf Deutsch über deine Kleidung sprichst. Also darüber, was du trägst. Aber auch darüber, welche Kleidung dir gefällt. Kleidung ist überall in unserem Alltag. Wir tragen Kleidung jeden Tag, zu Hause, draußen, bei der Arbeit und in unserer Freizeit. Und Kleidung ist auch wichtig für Gespräche mit anderen Menschen. Oft beginnt Smalltalk mit einem Satz über Kleidung, zum Beispiel »schöne Schuhe« oder »dein Pullover sieht toll aus«. Ja, Komplimente sind wirklich wichtig. Wenn man Komplimente geben möchte, muss man über Kleidung, Größen, Farben und vielleicht auch Stil sprechen können. Genau. Dann kannst du nicht nur sagen, was du trägst, sondern auch freundlich reagieren, wenn jemand etwas Nettes sagt. Das stimmt. Ich erinnere mich noch gut an eine Situation. Ein Mann hat einmal zu mir gesagt, ich mag deine Jacke. Damals habe ich aber nicht verstanden, was er meinte, weil ich das Wort Jacke noch nicht kannte. Das ist ein gutes Beispiel. Solche Alltagssituationen gibt es ständig. Und genau deshalb üben wir heute dieses Thema. Wenn man die Wörter kennt, fühlt man sich sicherer und kann besser mitreden. Kleidungsstücke wie Jacke, Hose, Schuhe und Socken sind sehr wichtiges Vokabular im Deutschen. Und wir helfen dir dabei, die wichtigsten Wörter und Sätze zu lernen und sie dir gut zu merken. Und wir machen das wie immer, Schritt für Schritt, mit einfachen Erklärungen und vielen Beispielen. Am Ende kannst du zum Beispiel sagen, was du heute anhast, welche Farben du magst und wie du ein Kompliment machst. Jetzt eine Frage an euch. Was trägst du heute? Schreib es gern in die Kommentare. Zum Beispiel, ich trage ein T-Shirt und eine Jeans. Oder ich trage heute einen Pullover. Zuerst sprechen wir über die Basics und wichtige Wörter für Kleidung. Du lernst, wie du sagst, was du trägst und welche Kleidungsstücke man im Alltag am häufigsten benutzt. Danach geht es um Farben, Stil und Meinungen. Wir zeigen dir, wie du Farben beschreibst, wie du über deinen Kleidungsstil sprichst und wie du sagen kannst, ob dir etwas gefällt oder nicht. Dann schauen wir uns verschiedene Situationen an. Zum Beispiel, welche Kleidung man im Alltag trägt, welche Kleidung bei der Arbeit oder in der Schule typisch ist und was man beim Einkaufen anzieht. Wir sprechen auch darüber, wie Kleidung mit dem Wetter zusammenhängt und warum man im Winter anders angezogen ist als im Sommer. Und am Ende sprechen wir über Probleme mit Kleidung. Zum Beispiel, wenn etwas zu groß oder zu klein ist, wenn Kleidung unbequem ist oder wenn man etwas gekauft hat, das einem doch nicht gefällt. Du lernst einfache Sätze, mit denen du solche Situationen auf Deutsch erklären kannst. Also, los geht's. Lass uns gemeinsam starten und Deutsch im Alltag üben. Okay, Sarah, starten wir ganz praktisch. Was trägst du heute? Heute trage ich ein T-Shirt, einen Pullover, eine Jeans, eine Jacke und Sneaker. Und natürlich Socken. Sehr gut. Das sind typische Kleidungsstücke. Wir erklären sie jetzt Schritt für Schritt, damit alle die Wörter lernen. Genau. Wir beginnen oben, also mit dem Oberkörper. Das erste Wort ist T-Shirt.
Ein T-Shirt ist ein leichtes Oberteil. Viele Menschen tragen es im Sommer oder zu Hause. Ein T-Shirt hat meistens kurze Ärmel, man kann es allein tragen oder man trägt es unter einer Jacke. Sarah, hast du eigentlich ein Lieblingsshirt? Ja, habe ich. Mein Lieblingsshirt ist dunkelblau und sehr weich. Ich trage es gern zu Hause, aber auch draußen, weil es bequem ist. Bequem ist ein wichtiges Wort. Bequem bedeutet, es fühlt sich gut an. Nichts drückt, nichts stört. Genau. Und dieses T-Shirt ist auch schon ein bisschen alt, aber ich mag es trotzdem. Das kenne ich. Viele Menschen haben ein Lieblingskleidungsstück. Nicht, weil es neu ist, sondern weil es gut sitzt oder Erinnerungen hat. Ja, manchmal denkt man, dieses T-Shirt kann ich nicht wegwerfen. Sehr typisch. Und da hören wir auch ein anderes Wort, wegwerfen. Das bedeutet in den Müll tun. Aber viele behalten ihr Lieblingsshirt. Genau. Und wenn jemand fragt, warum trägst du das so oft, kann man sagen, weil es mein Lieblingsshirt ist. Sehr gut. Jetzt kommen wir zum nächsten Kleidungsstück, das du genannt hast. Der Pullover. Ein Pullover ist wärmer als ein T-Shirt. Man trägt ihn oft im Herbst oder im Winter oder morgens, wenn es kalt ist. Und Pullover gibt es in vielen Formen. Manche haben einen Reißverschluss. Reißverschluss ist auch ein gutes Wort. Das ist dieses Ding, das man auf und zu macht, zum Beispiel bei Jacken oder manchen Pullis. Genau. Und manche Pullover haben eine Kapuze. Kapuze ist das Teil am Kopf, wie bei einem Hoodie. Viele sagen auch Hoodie, aber Kapuze ist ein gutes deutsches Wort. Jetzt hast du gesagt, du trägst eine Jeans. Ja, Jeans sind sehr beliebt. Eine Jeans ist eine Hose aus festem Stoff, oft blau. Und das wichtige Grundwort ist Hose. Es gibt Jeans, Stoffhosen und kurze Hosen. Kurze Hosen trägt man oft im Sommer. Stoffhosen tragen viele bei der Arbeit, weil sie etwas schicker aussehen. Sehr gut. Und dann hast du eine Jacke genannt. Eine Jacke trägt man meistens draußen. Sie schützt vor Wind, Regen oder Kälte. Im Winter trägt man oft statt Jacke einen Mantel. Ein Mantel ist länger als eine Jacke und oft sehr warm. Dann kommen wir zu den Schuhen. Du hast Sneaker gesagt. Sneaker sind sportliche Schuhe. Viele tragen Sneaker jeden Tag, weil sie bequem sind. Und dann natürlich Socken. Genau. Socken trägt man in den Schuhen. Viele Lernende vergessen das Wort, aber es gehört zum Alltag. Jetzt eine kleine Mini-Aufgabe für die Hörer. Sarah, gib mal ein Beispiel. Okay, wenn du zuhörst, sag jetzt einmal laut T-Shirt, Pullover, Jeans, Jacke, Sneaker, Socken. Sehr gut. Und wenn du willst, nimm ein anderes Kleidungsstück dazu. Zum Beispiel Schuhe statt Sneaker. Oder Mantel statt Jacke, wenn es Winter ist. Sarah, wir haben jetzt über Kleidung für draußen gesprochen, aber es gibt noch eine Situation, die sehr wichtig ist. Stimmt. Und darüber spricht man oft nicht im Unterricht, aber im Alltag schon. Genau. Es geht um Kleidung zum Schlafen. Also um den Pyjama. Genau. Pyjama ist ein sehr wichtiges Wort. Ein Pyjama ist Kleidung, die man nachts trägt, wenn man schläft. Viele Menschen tragen ein Pyjama im Bett.
Ein Pyjama besteht oft aus 2 Teilen. Aus einem Oberteil und einer Hose. Genau. Oft ist der Stoff weich und bequem. Bequem ist hier wieder ein sehr wichtiges Wort. Beim Schlafen möchte man sich wohlfühlen. Ich trage meistens einen Pyjama, besonders im Winter, Warum besonders im Winter? weil es dann nachts kalt ist. Dann trage ich einen langen Pyjama mit langen Ärmeln. Das ist sehr typisch. Im Winter tragen viele Menschen lange Pyjamas. Im Sommer ist es anders. Ja, im Sommer tragen viele Menschen kurze Pyjamas. Oder nur ein T-Shirt. Genau. Manche schlafen auch nur mit einem T-Shirt und einer kurzen Hose. Und manche Menschen schlafen sogar nackt. Ja, das stimmt. Nackt bedeutet ohne Kleidung. Das ist ein sehr persönliches Thema, aber man hört es oft in Gesprächen. Zum Beispiel, wenn Freunde zusammen verreisen. Genau. Dann fragt jemand vielleicht, was trägst du nachts? Und dann kann man sagen, ich schlafe im Pyjama. Oder ich schlafe nur im T-Shirt. Oder ich schlafe nackt. Das sind alles einfache Sätze, aber sie gehören zum Alltag. Wichtig ist auch hier wieder, man muss sich wohlfühlen. Ja, jeder Mensch ist anders. Manche mögen es warm, manche lieber kühl. Ich mag es warm. Deshalb trage ich im Winter auch manchmal dicke Socken im Bett. Schlafsocken. Genau. Schlafsocken sind einfach Socken, die man nachts trägt. Viele Menschen finden das komisch, aber es ist sehr praktisch. Ja, vor allem, wenn man kalte Füße hat. Jetzt ein kleines Mini-Gespräch, wie im Alltag. Okay. Sarah, trägst du nachts einen Pyjama? Ja, meistens. Im Winter trage ich einen langen Pyjama. Im Sommer trage ich oft nur ein T-Shirt. Und trägst du immer Socken? Nein, nur im Winter. Im Sommer nie. Sehr gut. Jetzt andersrum. Markus, was trägst du zum Schlafen? Ich trage meistens eine kurze Hose und ein T-Shirt. Einen Pyjama trage ich selten. Und schläfst du manchmal nackt? Ja, im Sommer manchmal, wenn es sehr heiß ist. Gut, dass ich im Sommer nicht mit dir bin, Markus. Das kannst du laut sagen. Gut, Markus. Nach Schlafkleidung und Pyjama wird es jetzt wieder ganz alltäglich. Genau. Jetzt sprechen wir nur über ein Thema. Farben. Farben sind extrem wichtig, wenn wir über Kleidung sprechen. Ja. Sehr oft sagt man nicht nur, ich trage eine Jacke, sondern man sagt auch die Farbe. Zum Beispiel, ich trage eine schwarze Jacke. Oder ich trage ein blaues T-Shirt. Genau. Und deshalb lernen wir jetzt die wichtigsten Farben zusammen mit Kleidungsstücken. Wir fangen mit sehr einfachen Farben an. Die erste Farbe ist schwarz. Schwarz ist eine sehr häufige Farbe bei Kleidung. Viele Menschen sagen, ich trage gern schwarz. Schwarz sieht man oft bei Jacken, Hosen und Schuhen. Zum Beispiel schwarze Jacke, schwarze Hose, schwarze Schuhe. Jetzt eine kleine Aufgabe für euch. Schaut euch kurz um. Seht ihr etwas Schwarzes an euch? Vielleicht schwarze Schuhe? Oder eine schwarze Hose? Die nächste wichtige Farbe ist weiß. Ich mag weiß, aber ich benutze es vorsichtig. Weiß sieht schnell schmutzig aus. Trotzdem habe ich viele weiße Sachen, vor allem T-Shirts. Ich auch. Weiß sieht oft frisch aus, besonders im Sommer. Weiß sieht man sehr oft bei T-Shirts, zum Beispiel ein weißes T-Shirt oder auch eine weiße Bluse.
Eine Bluse ist so etwas wie ein Hemd, nur für Frauen. Und weiß passt zu vielen anderen Farben. Genau. Und jetzt kommt eine kleine Aufgabe für euch. Schaut kurz auf eure Kleidung oder denkt an euren Kleiderschrank. Habt ihr ein weißes Kleidungsstück? Vielleicht ein weißes T-Shirt? Dann sagt den Satz, ich habe ein weißes T-Shirt oder ich trage eine weiße Bluse. Und wenn ihr gerade nichts Weißes tragt, könnt ihr trotzdem sagen, ich habe zu Hause ein weißes T-Shirt. Sehr gut. Jetzt kommt eine sehr typische Farbe. Blau. Blau ist super häufig, vor allem bei Jeans. Eine blaue Jeans hat fast jeder. Ich kenne wenige Menschen, die keine blaue Jeans besitzen. Stimmt. Und Blau ist auch eine Farbe, die viele mögen, weil sie nicht zu auffällig ist. Man sagt, ich trage eine blaue Jeans oder ich trage eine blaue Hose. Blau gibt es in vielen Varianten, hellblau oder dunkelblau. Aber für heute reicht erst einmal Blau. Ich frage dich mal etwas Persönliches, Sarah. Ist Blau eine deiner Lieblingsfarben? Ja, auf jeden Fall. Blau ist eine meiner Lieblingsfarben, besonders dunkelblau. Ich finde dunkelblau ruhig und angenehm. Und bei Kleidung fühle ich mich damit sicher. Interessant. Bei mir ist Blau okay, aber ich mag Grau und Schwarz noch lieber. Blau ist für mich eher so. Gut für Jeans, aber nicht unbedingt für alles. Und gibt es eine Farbe, die du gar nicht magst? Ich mag sehr grelles Gelb nicht so gern. Gelb fällt sofort auf. Manche Leute sehen damit super aus, aber ich fühle mich damit nicht wohl. Das kenne ich. Bei mir ist es manchmal knalliges Rot. Rot kann sehr schön sein, aber manchmal ist es mir zu stark. Sehr gut. Und jetzt wieder eine Aufgabe für euch. Schaut auf eure Hose. Ist sie blau? Dann sagt, ich trage eine blaue Hose. Oder ich trage eine blaue Jeans. Und wenn eure Hose nicht blau ist, sagt einfach, ich habe eine blaue Jeans. Sehr gut. Jetzt kommt die nächste Farbe, Grau. Grau ist eine ruhige Farbe. Viele Pullover sind grau oder Jacken. Ich habe zum Beispiel viele graue Pullover, weil sie zu allem passen. Ich auch. Grau ist bei mir ganz oben. Ein grauer Pullover ist so ein typisches Alltagsstück. Und jetzt machen wir ein kleines Gespräch. Okay, Sarah, was trägst du heute in Grau? ich trage heute einen grauen Pullover. Der ist bequem und warm. Sehr gut. Und ich trage graue Schuhe. Man sieht, Grau kann man überall tragen. Jetzt kommen wir zu einer stärkeren Farbe. Rot. Rot fällt auf. Rot ist eine Farbe, die man sofort sieht. Viele tragen rote Jacken oder rote Pullover, zum Beispiel eine rote Jacke oder ein roter Pullover. Ich habe einen roten Schal, aber ich trage ihn nicht jeden Tag. Rot ist für mich eher eine Farbe für ein Detail. Also nur ein Teil, nicht alles. Genau. Jetzt seid ihr dran. Gibt es etwas Rotes in eurer Nähe? Vielleicht ein roter Schal, eine rote Mütze oder rote Schuhe? Dann sagt, ich trage einen roten Schal. Oder ich habe eine rote Jacke. Sehr gut. Jetzt kommt Grün. Grün sieht man oft bei Jacken oder Pullovern. Zum Beispiel eine grüne Jacke oder ein grüner Pullover. Ich finde Grün eigentlich schön, aber nicht jedes Grün. Ein dunkles Grün finde ich besser als ein sehr helles Grün. Jetzt kennen wir viele Farben und Kleidungsstücke. Und jetzt kommen wir zu einem Thema, das für viele Lernende besonders schwierig ist. Es geht um Komplimente und Meinungen. Also darum, was wir sagen, wenn uns Kleidung gefällt oder nicht gefällt. Ja, das ist wirklich nicht einfach.
Viele Lernende haben Angst, etwas Falsches zu sagen. Oder sie wissen nicht, wie direkt oder wie höflich sie sein sollen. Dabei passieren genau hier oft peinliche Situationen. Komplimente sind im Alltag sehr wichtig. Sie zeigen Interesse und Freundlichkeit. Man hört sie bei der Arbeit, beim Einkaufen oder auch auf der Straße. Ich erinnere mich noch gut an eine peinliche Situation aus meinem Alltag. Eine Kollegin hatte eine neue Jacke an. Ich fand sie wirklich schön und wollte etwas Nettes sagen. Und dann fehlten dir die Wörter, oder? Genau. Ich habe lange überlegt und dann nur gesagt, Jacke. Gut, es war sehr unangenehm für mich. Sie hat gelächelt, aber ich habe mich total unsicher gefühlt. Das kenne ich sehr gut. Mir ist so etwas auch oft passiert. Dabei ist die Lösung eigentlich ganz einfach. Ja, heute würde ich einfach sagen, deine Jacke sieht schön aus. Oder die Jacke gefällt mir. Das sind kurze, klare Sätze. Genau. Komplimente müssen nicht kompliziert sein. Ein sehr einfacher Satz ist, das sieht gut aus. Oder das gefällt mir. Ein weiterer, sehr typischer Satz ist, die Farbe steht dir gut. Am Anfang habe ich diesen Satz aber nicht verstanden. Ich auch nicht. Ich habe mich gefragt, was steht da? Heute weiß ich, stehen bedeutet hier, dass etwas gut zu einer Person passt. Jetzt sprechen wir darüber, was passiert, wenn man selbst ein Kompliment bekommt. Das ist für viele auch schwierig. Oh ja. Ich erinnere mich an eine peinliche Situation bei mir. Jemand hat zu mir gesagt, schöne Schuhe. Und ich habe einfach Nein gesagt. Nein? Wirklich? Ja. Ich wollte bescheiden sein und dachte, das ist höflich. Aber im Nachhinein war das sehr komisch. Ja, das klingt wirklich komisch. In so einer Situation reicht ein Wort völlig aus. Genau. Man sagt einfach Danke oder Danke, das freut mich. Mehr muss man nicht sagen. Jetzt kommen wir zu Meinungen. Meinungen sagen ist besonders wichtig beim Einkaufen oder unter Freunden. Zum Beispiel, wenn jemand fragt, wie findest du mein T-Shirt? Eine ehrliche Antwort ist wichtig, aber sie sollte freundlich sein. Man kann sagen, ich finde es schön. Oder die Farbe gefällt mir. Aber was, wenn man etwas nicht mag? Das ist oft schwierig. Stimmt. Früher habe ich dann oft gelogen. Heute versuche ich ehrlich zu sein, aber respektvoll. Zum Beispiel, es ist nicht ganz mein Stil oder ich mag andere Farben lieber. So verletzt man niemanden. Markus, wie findest du meine neue Jacke? Ich finde sie wirklich schön. Die Farbe passt sehr gut zu dir und sie sieht bequem aus. Danke, das freut mich. Jetzt andersrum. Wie findest du mein Hemd? Ich finde das Hemd okay. Die Form ist gut, aber die Farbe ist nicht ganz mein Geschmack. Sehr gut. Ehrlich, aber freundlich. Genau so spricht man im Alltag. Komplimente und Meinungen gehören einfach zum Leben dazu. Man hört sie bei der Arbeit, mit Freunden oder sogar mit fremden Menschen. Wichtig ist, einfache Sätze zu benutzen und keine Angst zu haben. Fehler sind normal und gehören zum Lernen dazu. Ich habe viele Fehler gemacht, besonders am Anfang, aber genau dadurch habe ich gelernt. Jetzt eine kleine Aufgabe für euch. Denkt an ein Kleidungsstück, das ihr mögt. Macht ein Kompliment. Zum Beispiel, die Jacke sieht gut aus. Und dann antwortet darauf. Zum Beispiel, Danke. Mehr braucht man oft nicht.
Kleine Sätze, große Wirkung. Jetzt haben wir über Farben, Meinungen und Komplimente gesprochen. Und jetzt schauen wir uns an, wie Kleidung mit Situationen zusammenhängt. Denn Kleidung passt sich oft dem Ort und dem Anlass an. Das ist im Alltag sehr wichtig zu wissen. Genau. Wir tragen nicht immer die gleiche Kleidung. Es macht einen großen Unterschied, wo wir sind und was wir machen. Und oft merkt man das erst, wenn man unsicher ist. Kleidung im Alltag ist oft anders als Kleidung bei der Arbeit oder in der Schule. Im Alltag möchte man sich meist wohlfühlen. Man denkt weniger darüber nach, ob es schick ist. Und auch beim Einkaufen denkt man oft, was ziehe ich an? Was passt zu dieser Situation? Viele ziehen sich extra bequem an, ohne es bewusst zu merken. Fangen wir mit dem Alltag an. Alltag bedeutet normale Tage. Zu Hause, beim Spazierengehen, beim Treffen mit Freunden. Also Situationen ohne besonderen Anlass. Im Alltag tragen viele Menschen bequeme Kleidung. Bequem ist hier das wichtigste Wort. Bequem bedeutet, nichts drückt, nichts stört, man fühlt sich gut. Typische Kleidung im Alltag sind Jeans, T-Shirts, Pullover und Sneaker. Das sieht man überall auf der Straße. Diese Kleidung ist praktisch und einfach. Sneaker sind sportliche Schuhe, die man gut zum Laufen tragen kann. Ich trage im Alltag fast immer Sneaker. Ich laufe viel und will keine Schmerzen an den Füßen haben. Bei mir ist es ähnlich. Im Alltag trage ich oft Jeans und ein T-Shirt oder einen Pullover. Ich denke morgens nicht lange nach, was ich anziehe. Jetzt sprechen wir über Arbeit. Das ist für viele Lernende besonders wichtig, denn bei der Arbeit gelten oft andere Regeln. Ja. Bei der Arbeit trägt man oft andere Kleidung als in der Freizeit. Man möchte ordentlich aussehen und einen guten Eindruck machen. Ordentlich ist ein wichtiges Wort. Ordentlich bedeutet sauber, gepflegt und passend für die Arbeit. Nicht zu lässig, aber auch nicht übertrieben. In vielen Büros tragen Menschen Hemden, Blusen oder Stoffhosen. Eine Stoffhose ist schicker als eine Jeans. Sie wirkt professioneller. Ich trage bei der Arbeit oft eine Bluse und eine Stoffhose. Am Anfang war das ungewohnt für mich, aber ich habe mich schnell daran gewöhnt. Bei mir ist es ähnlich. Ich trage bei der Arbeit oft ein Hemd. Man fühlt sich damit automatisch etwas ernster. Jetzt kommen wir zur Schule und zur Uni. Dort ist die Kleidung oft lockerer. Locker bedeutet nicht zu streng, nicht sehr formell. Viele Schüler und Studierende tragen Jeans, Pullover und Rucksäcke. Ein Rucksack ist eine Tasche für den Rücken. Er ist sehr praktisch. In manchen Ländern gibt es Schuluniformen. Uniform bedeutet, alle tragen die gleiche Kleidung, zum Beispiel die gleiche Jacke oder das gleiche Hemd. In Deutschland gibt es das kaum. Aber in anderen Ländern ist das ganz normal. Uniformen sollen oft Gleichheit zeigen. Manche Schüler mögen Uniformen, andere nicht. Ich persönlich finde es gut, selbst entscheiden zu können, was ich anziehe. Jetzt sprechen wir über Luxuskleidung. Luxus bedeutet sehr teuer, oft bekannte Marken. Diese Kleidung ist nicht für jeden Alltag. Luxuskleidung trägt man oft zu besonderen Anlässen, zum Beispiel bei einer Feier oder einem wichtigen Termin. Ich besitze selbst kaum Luxuskleidung. Ich auch nicht. Ich finde es schöner, wenn Kleidung bequem ist.
Luxus sieht oft gut aus, aber ist nicht immer praktisch. Jetzt kommen wir zum Einkaufen. Auch das ist eine eigene Situation. Beim Einkaufen denkt man oft praktisch. Viele Menschen ziehen beim Einkaufen bequeme Kleidung an. Besonders Schuhe sind wichtig. Man läuft viel und steht lange. Anprobieren ist ein wichtiges Wort. Anprobieren bedeutet Kleidung testen. Dafür braucht man Kleidung, die man leicht ausziehen kann. Ich ziehe zum Einkaufen oft Sneaker an und keine enge Hose. So ist alles einfacher. Jetzt haben wir über Alltag, Arbeit und verschiedene Situationen gesprochen. Jetzt kommt ein Thema, das wirklich jeden Tag wichtig ist. Es geht um Kleidung und Wetter. Ja, das Wetter entscheidet oft, was wir anziehen. Viele Menschen schauen morgens zuerst auf das Wetter, erst danach wählen sie ihre Kleidung. Wir sprechen jetzt über die Jahreszeiten. Jede Jahreszeit bringt anderes Wetter mit sich. Und jede Jahreszeit braucht andere Kleidung. Wir fangen mit dem Winter an. Der Winter ist kalt, manchmal sehr kalt. In manchen Regionen ist es im Winter sogar extrem kalt. Extrem kalt bedeutet sehr viel kälter als normal. Dann braucht man besonders warme Kleidung. Normale Jacken reichen oft nicht. Im Winter trägt man oft einen Mantel, einen Schal und eine Mütze. Diese Kleidungsstücke schützen vor Kälte und Wind. Ohne sie friert man schnell. Ich erinnere mich an meinen ersten sehr kalten Winter. Ich hatte keine guten Handschuhe. Meine Hände waren nach kurzer Zeit eiskalt. Eiskalt bedeutet extrem kalt. Seitdem trage ich im Winter immer Handschuhe. Das habe ich schnell gelernt. Im Winter trägt man oft auch Stiefel. Stiefel sind Schuhe, die höher sind und warm halten. Sie schützen auch vor Schnee. Jetzt sprechen wir über den Frühling. Der Frühling ist oft wechselhaft. Das Wetter ändert sich schnell. Wechselhaft bedeutet mal warm, mal kalt. Deshalb ist Kleidung im Frühling oft schwierig. Man weiß morgens nicht genau, was man braucht. Im Frühling tragen viele Menschen leichte Jacken. Sie sind nicht zu warm und nicht zu kalt. Man nennt sie auch Übergangsjacken. Übergang bedeutet zwischen zwei Jahreszeiten. Diese Jacken sind sehr praktisch. Ich trage sie oft. Jetzt kommt der Sommer. Der Sommer ist warm oder sogar sehr heiß. In manchen Ländern ist die Hitze extrem. Extrem heiß bedeutet sehr, sehr warm. Bei Hitze trägt man leichte Kleidung. Schwere Kleidung ist dann unangenehm. Typische Sommerkleidung sind T-Shirts, kurze Hosen, Kleider und Sandalen. Diese Kleidung lässt Luft an die Haut. So fühlt man sich wohler. Ich trage im Sommer gern helle Farben. Helle Farben werden nicht so heiß. Dunkle Farben speichern mehr Wärme. Das stimmt. Ich trage im Sommer auch gern Baumwolle. Baumwolle ist ein Material, das angenehm auf der Haut ist. Jetzt sprechen wir über den Herbst. Der Herbst ist oft kühl und regnerisch. Das Wetter wird langsam schlechter. Regnerisch bedeutet, es regnet oft. Im Herbst braucht man Kleidung gegen Regen, zum Beispiel eine Regenjacke. Im Herbst trägt man oft Pullover und Jacken. Viele Menschen tragen auch Schals. Es ist morgens kalt und mittags wärmer. Dafür ist der Zwiebellook sehr praktisch. Zwiebellook bedeutet mehrere Schichten Kleidung.
Man kann etwas ausziehen oder anziehen. Ich mag den Zwiebellook sehr. So bin ich flexibel. Das ist im Herbst und Frühling ideal. Jetzt sprechen wir über extreme Situationen, zum Beispiel extreme Kälte. In sehr kalten Ländern braucht man spezielle Kleidung. Diese Kleidung nennt man Thermokleidung. Thermokleidung hält sehr warm. Sie wird oft unter normaler Kleidung getragen. Und bei extremer Hitze ist es umgekehrt. Dann trägt man sehr luftige Kleidung. Luftig bedeutet, viel Luft kommt an die Haut. Weite Kleidung ist dann besser als enge Kleidung. Auch Materialien wie Leinen helfen bei Hitze. Leinen ist kühl auf der Haut. Damit kommen wir langsam zum Ende dieser Folge. Heute haben wir über sehr viele Alltagsthemen gesprochen, vor allem darüber, wie Kleidung mit unserem Leben zusammenhängt. Genau. Wir haben gelernt, wie man über Kleidungsstücke spricht. Wir haben über Farben gesprochen und darüber, wie man Farben mit Kleidung verbindet. Und wir haben gesehen, wie wichtig das im Alltag ist. Wir haben auch darüber gesprochen, wie man Komplimente gibt und wie man Meinungen sagt, ohne unhöflich zu sein. Das ist für viele Lernende besonders wichtig. Außerdem haben wir uns verschiedene Situationen angeschaut. Alltag, Arbeit, Schule, Einkaufen und besondere Anlässe. Jede Situation braucht andere Kleidung. Und wir haben über das Wetter gesprochen, über Winter, Sommer, Frühling und Herbst und darüber, warum man bei Kälte anders angezogen ist als bei Hitze. Vielleicht hast du gemerkt, es geht nicht nur um Wörter, es geht auch um Gefühle, Sicherheit und Alltagssituationen. Genau. Sprache hilft uns sicher zu fühlen. Wenn man sagen kann, was man trägt und warum, fühlt man sich im Gespräch wohler. Uns war wichtig, alles Schritt für Schritt zu erklären. Mit einfachen Sätzen. Mit Beispielen aus unserem eigenen Alltag. Denn wir wissen beide, wie schwer das am Anfang sein kann. Wir haben selbst viele Fehler gemacht. Und genau daraus haben wir gelernt. Jetzt möchten wir euch ein bisschen einbinden. Eure Meinung ist uns sehr wichtig. Hat euch diese Folge gefallen? Waren die Erklärungen hilfreich für euch? Konntet ihr neue Wörter lernen? Oder habt ihr euch in manchen Situationen wiedererkannt? Schreibt uns gern in die Kommentare, was euch gefallen hat und auch, was euch vielleicht noch schwer fällt. Wir möchten auch wissen, welche Themen wünscht ihr euch für die nächsten Folgen? Mehr über Alltag in Deutschland, mehr über Arbeit und Beruf, Oder vielleicht über Beziehungen, Freundschaft oder Smalltalk? vielleicht auch über Einkaufen, Reisen oder Behördengänge? Eure Ideen helfen uns sehr. Denn dieser Podcast ist für euch. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch eine kleine Aufgabe machen. Schreibt 3 Sätze über eure Kleidung. Zum Beispiel, was trägst du heute? Welche Farbe hat es? Und warum hast du das angezogen? Das hilft euch beim Üben. Und Schreiben ist ein sehr guter Weg, um sicherer zu werden. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt, diese Folge zu hören. Danke fürs Zuhören, fürs Mitlernen und fürs Dranbleiben. Wir freuen uns, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch viel Erfolg beim Deutschlernen. Und viel Spaß im Alltag. Tschüss und bis bald. Auf Wiedersehen.